Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold kurz vor dem nächsten Ausbruch. Disclaimer. Gold vor dem nächsten Ausbruch. Gold 1713 wird wahrscheinlich ziemlich schnell vor Ende Juli in Richtung des oberen Bandes der Formation um die 1775 $ Marke schießen. Dann muss es sich konsolidieren, bevor es im August in den Bereich von 1885 bis 1890 vordringen kann. Gold sollte nicht zu lange auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Wenn Gold beginnt zu steigen, zieht Silber in der Regel mit nach oben und steigt sogar prozentual höher. Das liegt daran, dass der Silbermarkt viel kleiner ist und leider auch nach unten mit Papierderivaten bewegt werden kann. So haben wir zum Beispiel 2010, 2011 gesehen, als der Silberpreis binnen 10 Monate von ca. 9 $ auf fast 50 $ steigen durfte. Sollte sich ein solcher Anstieg wiederholen, könnte es zum jetzigen Tief um die 18 $, vielleicht sogar auf 100 $ steigen. Aber schon eine Verdopplung auf 36 könnte zu einer Goldaktienmania führen. Denn Goldaktien steigen prozentual noch mal mehr als Silber selbst. Auf diese seltenen Anstiege setzen die wissenden Investoren. Ja, das ist die Frage der Fragen. Wann kommt es zu so einem Silberspike wie 2011 und kann man ihn effizient nutzen? Bei der Tiefe, die wir im Augenblick erreicht haben, lässt wirklich den Schluss zu, dass sowas bevorsteht. Und welche Magnitude das haben kann, werden wir sehen. Wir als Goldaktieninvestoren, wir sind im Grunde genommen fast schon mit einer Verdopplung des Silberpreises zufrieden, weil wir wissen, dass die Goldaktien dann überproportional steigen, weil gerade wenn die Silberanteile, aber auch allgemein das Geld in den Goldaktiensektor geht und diese Aktien explodieren lassen. Grundsätzlich ist es ja unsere Strategie, mit Hilfe von Goldaktien möglichst viel Gold und Silber zu kaufen. Natürlich ist es problematisch, theoretisch die für 100 $ etc. zu kaufen. Aber wie wir zum Beispiel zwischen 2000 und 2004 gesehen haben, haben da Goldaktien im Verhältnis zu Gold ihren absoluten Höhepunkt erreicht und sind danach nur gefallen. Das heißt, der Anstieg von Silber etc. wirkte sich nicht mehr unbedingt positiv auf Goldaktien auf. Sie konnten keinen Hebel erzielen in dem Zusammenhang. Das heißt, vermutlich macht man die größten Gewinne mit Goldaktien im Verhältnis zu Gold und Silber in der Frühphase, also wenn Silber sich verdoppelt. Dann ist Silber noch relativ billig. Wir können dementsprechend mehr Gold und Silber kaufen. Gold und Silber steigt dann, aber die Goldaktien steigen nicht mehr besser als Gold und Silber. Im Gegenteil, sie beginnen zu fallen, so wie wir das zwischen 2004 und jetzt eigentlich auch kennenlernen müssten. Also bei Goldaktien geht es hauptsächlich, dass diese Hui-Gold-Ratio, die ungefähr bei 0,10 Cent ist, dass die, sage ich mal, in Richtung 0,4, vielleicht sogar 0,6 wieder geht. Da sind dann ganz große Gewinne zu machen. Und in dem Zusammenhang muss Gold nicht viel steigen. Gold muss nicht viel teuer werden. Also das ideale Szenario für uns Goldaktieninvestoren ist, wir haben moderate Anstiege auf Gold in Richtung 2300, 2500, vielleicht Silber 50, 60, whoever. Und wir machen riesige Goldaktiengewinne, um dann möglichst viel zu kaufen, um dann für ein mögliches systemisches Risiko optimal mit viel Gold und Silber aufgestellt zu sein. Da kommt uns im Grunde genommen diese Goldaktienbewegung entgegen, wenn das jetzt in der Frühphase der Abbau der Unterbewertung stattfindet. Danach braucht man dann auch nicht mal in Goldaktien zu investieren. Dann ist Gold und Silber im Prinzip ein besseres Investment, beziehungsweise man muss sich langsam investieren, fragen, was macht man danach, wenn man dementsprechend Gold und Silber maximiert hat, in welche Assetklassen geht man dann? Ja, Silberprojektgenerator Mexiko, moderates Risiko. Die haben 28.000 Hektar das große historische Bergbaudistrikt El Tigre befindet sich in Sonora, Mexiko.
Angezeigte Ressourcen 661 Unzen Goldäquivalent mit 0,77 Gramm pro Tonne und abgeleitete Ressourcen 341 Unzen Goldäquivalent mit 1,59 Gramm pro Tonne. Dann haben sie noch circa eben 40 Millionen low- bis mittleren gradiges Silber. Wenn wir das sozusagen in die Formel tun, kommen wir auf einen Potentialfaktor von 22. Das denke ich mal ganz interessant für moderates Risiko sozusagen. Das heißt, wenn Gold auf 2500 ist, könnte diese Aktie theoretisch um das rein von den Ressourcen her um das 22-fache steigen. Natürlich haben sie auch wiederum mehr Explorationspotenzial. Das muss keineswegs das Ende sein, diese Zahl. Aber, denke ich mal, ist einfach ein solider Wert, der bei höheren Silberpreisen sehr stark reagieren sollte. Ganz ähnlich wie er hier auch 2020 hier von dieser Corona-Krise, wo das ja hier fast unter 0,1, 0,5 war, mit einmal fast auf 1 hochgeschossen ist. Das passiert jetzt vermutlich auch. Wir haben höheres Hoch und im Grunde genommen wird eigentlich die nächste Preisexplosion vorbereitet. Wohin die wohl geht? Ich meine, man kann ja versuchen, mal abzuleiten, beispielsweise hier 0,1, 0,7, das sind das Siebenfache, 0,3 mal 7, 2. Vielleicht geht die einfach im nächsten Schritt auf $2. Natürlich sind das noch nicht die Mania-Preise. Die Mania-Preise kommt, wenn dann der Markt das flutet und dann kann das dementsprechend von 2, 3, 5, wir hoffen ja dann auf $10 steigen, das sind die ganz großen Gewinne zu machen. Ja, jedenfalls meiner Meinung nach interessantes, solides Unternehmen und sollte man sich durchaus mal angucken. Und vor allen Dingen hat gerade hinsichtlich Silber einen besonders hohen Hebel auf Silber. Okay. Ja, hier steht es auch nochmal, der Chantist meint, dass einfach jetzt die Bodenformation für Gold einfach gelaufen ist, dass es jetzt wirklich einen steilen Anstieg, wie auch der andere Statist jetzt das mit seinen Chart angedeutet hat, Richtung $1.800 marschieren dürfte. Ich denke mal, es wird ein interessanter ja, August, September, Herbst. Das könnte richtig Feuer aufnehmen, und weil gerade die Goldaktien so super unbewertet ist, wird es wahrscheinlich einer der heftigsten Anstiege überhaupt geben, die wir jemals gesehen haben für das, was vor uns besteht. Ja, hier vielleicht nochmal ein Cartoon, wie man sich die aktuelle Lage vorstellen muss. Ich meine, so ist es oft. Wir haben einfach keine andere Wahl, als weiterzumachen, bis dieses Zeug hochgeht. Das wird einfach irgendwann kommen. Das kann man einfach nicht bestimmen, wann das zeitlich passieren wird. Ich denke mal, diese Preise sind verzerrt worden, um sie ab irgendeinem Punkt hochzulassen. Ich denke mal, dieser Punkt ist nicht mal allzu weit hin. Und es deuten eben gerade diese extrem tiefen Preise an, dass der Insider nochmal einsteigen beziehungsweise normale Investoren abgeschreckt werden soll. Also weitermachen, bis man sozusagen auf die Diamantmine trifft und nicht resignieren. Ja, nochmal ganz allgemein. Uns fasziniert ja dieser Goldaktien-Bullenmarkt aus den 1970er Jahren. Da gab es diese verrückten Wertentwicklungen von Goldaktien, hier 5 Cent auf $19, 10 Cent auf 36, 20 Cent auf 40. Wir hoffen natürlich, dass wir teilweise jetzt auch ungefähr sowas kriegen. Das braucht natürlich eine massive Gold-Rallye, zumindest Richtung 2300, 2500. Das dürfte diese Penny Stock zum Kochen bringen. Und ja, und Sie sehen, wie schnell es mit diesen Ausschlägen gehen kann. Hier, war ja hier Max Resources, über die wir ja Ende 2021 gesprochen haben. Hier, da war die, ja, genau, das war zum Zeitpunkt, wo ich sie, ja, am 17.11., wo ich die sogar, sage ich mal, darüber berichtet habe. Da war die, sagen und schreibe 20 Cent, und danach ist sie da trotz relativ schlechten Entwicklung bis auf 85 Cent hochgegangen und, glaube ich, steht aktuell bei 36 Cent. Und das ist natürlich dann auch zu hoffen, dass sie diese alten Höhen
dann wieder kriegen. Und wenn es eine richtige Mania ist, warum soll die nicht noch stärker als 2,5 steigen? Warum nicht auch noch 5 oder auf $10 in der absoluten Spitze? Und genau deshalb konzentrieren wir uns auf solche Goldaktien. Deswegen habe ich solche Goldstock-Watchlist zusammengestellt. Und da geht es eigentlich immer darum, Goldaktien mit irgendwo einem Superlativ versuchen zu identifizieren und in der Hoffnung, dass jetzt, wo das nicht bewertet wird, wenn Gold und Silber wieder, sage ich mal, begehrt bei der Masse und bei den Investoren sind, dass dieser Superlativ den eben auch mit super Finanzmitteln bewertet werden. Das ist der ganze Hintergrund, warum man sowas macht an dieser Stelle. Ja. Wie gesagt, diese Aktien sind natürlich alles hoch Risiko, sind natürlich dann auch immer diese ja, Silberunternehmen mit bei, die diese riesigen Ressourcen hat, wie die hier, 470 Millionen. Wenn so wirklich fraglich, ob sowas bewertet wird. Ich meine, da gibt es dann natürlich immer noch die Gefahr, dass diese meisten Projekte sind eben in Mexiko, das ist eben durchaus ein bisschen kritisch zu sehen. Wir wissen nicht, ob die Politiker, ab wann die da eingreifen und einen Teil der Performance den Investoren nehmen. Aber momentan ist es noch okay. Von Chile hatten Sie ja gehört, da gab es ja jetzt auch eine allgemeine Minenverstaatlichung. Wir können hoffen, dass das nicht in Südamerika um sich greift. Aber so schnell wird es nicht sein. Das ist eine große Einnahmequelle von Mexiko. Aber definitiv sollte man die Politiker nicht aus den Augen lassen. Ja, nochmal zum Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, sie zu sortieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir versuchen, diesen Potenzialfaktor zu rechnen, der sich aus der Marktkapitalisierung, den Grad des Goldes und der Länderrisiko ergibt. Ja, wir haben auch eine Exit-Strategie erwähnt. Was kann man kaufen, wenn wirklich Gold und Silber absolut en vogue sind, wenn das jeder haben will und Goldaktien und so weiter. Welche Alternativen gibt es? Da muss man frühzeitig beginnen, sich zumindest eine gewisse Liste an verschiedenen Zukunftsbranchen und stabilen Unternehmen zusammenarbeiten, die auch Währungsreformen und sonst was überstehen. Da muss man sich meiner Meinung nach vorbereiten. Ja, Einlage von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft. Also die sind immer unkompliziert an Gold und Silber gekommen. Kann man in der Schweiz im Zollfreilager einlagern, ohne Mindestinvestitionssumme. Jederzeit kann man es verkaufen, wenn man Geld braucht. Bevor Sie überhaupt physisches Silber kaufen, einfach auf gold.de gehen. Da gibt es eine Übersicht über die verschiedenen Münzhändler. Ja, nützliche Informationen, Kontakt, da ist einfach mal mehr Information, mit welchem Broker kann man arbeiten. Ich wurde jetzt aktuell auch gefragt, welche Broker empfehlen kann. Ja, empfehlen ist mal solche Sache. Ich selbst nutze in Deutschland Flatex, weil man relativ günstig am Toronto Stock Exchange, ich glaube 5,90 oder so, kaufen kann. Das wird sonst gar nicht so geboten. Ja, in der Schweiz weiß ich nicht, gibt es nicht so viele Alternativen. Das ist Swissquote, das ist natürlich relativ höhere Gebühren, aber es ist ein recht weit verbreiteter Grund, haben eine gute Technik, die investieren viel, macht meiner Meinung nach einen sehr stabilen Eindruck und auch solche Banken wie beispielsweise hier in der Schweiz, wie Postfinanz, die nutzen das auch Equipment von Swissquote, das hatten die mir mal erklärt. Also das und man kann auch eben aus EU-Staaten bei diesem Broker hier ein Konto eröffnen. Ja, und sein Depot halten. Ja, Langfristcharts von Gold und Silber, Uran sind noch dabei, GDX, GDXJ, Bücher über Goldaktien, weitere interessante Videos zum Beispiel von Uwe Bergold, will ich mir darauf hinweisen, finde ich mir sehr interessant zu sehen, das habe ich verlinkt. Also wenn Sie Fragen zum Report haben oder irgendwie da was schiefgelaufen ist zum Report, einfach mich anrufen oder eine E-Mail schreiben, ich melde mich bei Ihnen dann. Ja, ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.